Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Wir sind wieder auf W53, es ist genau eine Woche her, Players to Watch. Aber heute habe ich nicht ganz so viel Zeit, bin noch ein bisschen kaputt, keine Brille gerade hier vor Ort. Also wir machen nur ein bisschen Players to Watch und gucken uns an, wer noch aktiv dabei ist und wer möglicherweise nicht mehr aktiv dabei ist. Das ist halt so immer der Kerngedanke dieser Videoreihe. Aber freut mich, dass euch das so gefällt. Die W53-Videos in dieser Art, auch wenn mein eigener Char hier im Moment gar nichts mehr macht. Ja, freue mich natürlich weiterhin über jegliche Art von Likes oder Support an dieser Stelle. Wir gucken mal rein. Oh, guck mal. Warte mal. Okay, wir haben jemand Neues dabei, so viel kann ich schon mal sagen. Disco Crew hat mich gekickt, ja. Picari hat mich eingeladen. Hey, suchst du noch eine Gilde? Tarsia. Ruf zu den Waffen. Vielleicht antworte ich dann mal. Kann man meinen, aber wir haben sogar zwei, also ich glaube, wir haben sogar zwei neue Leute. Muss gerade mal überlegen. Wir mal gucken. Wir schauen uns das mal an. Players to Watch, jetzt geht's los. Ich habe gar nicht viel Zeit, habe ich eigentlich gesagt. Mich ja gar nicht damit befassen. Arcadia Miran. Level 251. Man muss ja sagen, in diesem Event war jetzt Epic, ne? Schmied-Event und sowas, ne? Ganz klar. Aber kann durchaus sein, dass da auch ein paar Levels gegangen sind durch die Epics. Ne? Also neue Epics, neue Dungeon und Arcadia Miran. 226 zuletzt gewesen. Weiterhin bei der zweiten Legion. Sehr starker Krieger oder starke Kriegerin. Ich würde jetzt mal grob behaupten, dass das wirklich alles relativ aktuelle Epics sind. Dementsprechend auch die Level dann dahergekommen. Ja, Stabsgeneral in der zweiten Legion. Okay, also ist eine Kriegerin an dieser Stelle. Ja. Im Moment Rang 55. Not bad, not bad. Also schön. Können wir gerne weiter beobachten. Asatasa von 89 auch auf 106 gekommen. Das Battle Mage jetzt natürlich nicht so mega viele Epics, aber anscheinend gab es auch das ein oder andere Epic. Ja, auch nicht zuletzt durch das Epic Luck Extravaganza. Also ich weiß nicht, die Free-to-Play-Spieler jetzt von W53 konntet ihr, ja doch, ihr müsst, wenn es geht, wirklich 10-mal gewürfelt haben. Und hattet ihr Erfolg bei den Epics? Also würde mich mal interessieren aus der Sicht eines Free-to-Play-Spielers, wie das Event vielleicht bei euch gelaufen ist auf dem Server. Eben ist jetzt hier ein Trank ausgelaufen, aber insgesamt sieht das immer noch sehr gut aus. SA gefällt mir halt auch. Ich weiß gar nicht, sehe ich, was er zuletzt hatte. Huch, jetzt bin ich eins zu weit. Ja doch, da sind auch wieder ein paar Prozente gekommen. Sehr geil. Schön. Schauen wir mal, ob das bei Darfsen auch der Fall ist, weil ich ihn nämlich auch gerade aufgerufen habe. Bei ihm sind auch ein paar Level gegangen. 12 Stück. Und bei ihm ist auch ja, ein bisschen. Nicht ganz so viel beim SA, aber immerhin ein bisschen. Und ja, für das Level, na, das Epic das Epic ist recht aktuell, würde ich mal meinen. Okay, das Valentinstags-Epic stimmt, das gab es ja auch. Darfsen hat es definitiv drin. Asatasa hat es gerade nicht drin. Gut, manchmal ist immer die Frage, 3 Attribute, 5 Attribute. Und hat es einen Slot oder hat es keinen Slot. Also das ist ja immer Luck. Da hat Darfsen mehr Glück gehabt mit dem Burden of Eternal Love. So, gehen wir mal weiter zu Firestorm. Wie sieht es hier beim Firestorm aus? Voll jammed auf jeden Fall. Da gab es also das Achievement. Bei ihm gab es auch 12 Level. Und auch ein bisschen SA. Also ja, Progress. Ich sage immer ganz gerne, der Progress ist da. Der ist sichtbar. Ja, also ein Fortschritt. Das ist das Wichtigste. Klar können nicht immer alle Tränke drin sein. Ja, hier sehen wir auch, das Epic ist recht frisch. Die anderen sind tendenziell auch schon älter. Auch er leider anscheinend nicht das Valentinstags-Epics Glück. Ja, es ist halt immer, das Glück ist eine Uhr. Ja, also das kann man nicht beeinflussen. So, dann schauen wir mal auf Imps. Imps, ja, da ist auch was passiert. Imps war 107, ist jetzt 139, weiterhin bei den Teddybears. Gute Level, SA
4%. Ja, ich will nicht meckern, aber es geht ein bisschen besser. Gab für das Level. Es ist schon eigentlich gar nicht schlecht, wenn das SA ein bisschen besser wäre doch. Wir sehen hier ein sehr, sehr aktuelles Epic mit den Handschuhen und auch dem Sockel und dem Gürtel. 3 aktuelle Epics. Gut, die Waffe ist, glaube ich, auch aktuell. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geguckt bei den anderen. Ja, also läuft. Er ist im Moment in den Top 1000. Also, das war er beim letzten Mal nicht tatsächlich. Krass. Also, was alles so passieren kann. Kommen wir mal zu Lloydrax. Hier bin ich jetzt mal gespannt. Er hat Level gemacht. 7 Stück. Immerhin. Und das SA ist fast viel. Also, da hat er einen besseren Fortschritt im SA jetzt drin als zuletzt. Weil es dann ja über 4%, also teilweise mehr sogar als andere, die hier in der Liste sind. Das gefällt mir doch. Und er hat das Valentinstagsglück auf seiner Seite gehabt. Naja, schön. Na, da ist ja vielleicht auch dann ein Dungeon auch mal drin. Ja, die Tränke sehen ja auch gar nicht so schlecht aus. Schön. Ja, freut mich, dass das geklappt hat. So, Max. Max hat lustigerweise wieder genau ein Level gemacht. Wie zuletzt schon. Ich weiß nicht, was hier die Aufgabe ist von Max. Ja, ich wollte ihn eigentlich rausnehmen. Ich nehme ihn raus. Das bringt nichts. Also ein Level ist jetzt kein wirklicher Progress. Ja, das muss man mal so sagen. Er hat, glaube ich, beim letzten Mal auch genau ein Level gemacht. Wenn ich nicht irre. SA sind aber auch 2% gekommen. Oh, Max, ey, du machst es mir nicht einfach, mein Lieber. Lass dich doch nochmal dran. Aber wir gehen weiter zu Naix. So. Wie sieht es denn bei Naix aus im Sammelabo? Level passt schon mal. 17 Stück. SA, naja, fast 2,5 immerhin. Könnte besser sein. Hat auch das Valentinstags-Epics drin ohne Slot. Aber es ist ein 3-Attribute-Epic gewesen. Deshalb konnte er es ganz gut nutzen. Ansonsten sehen wir hier eigentlich viele Epics. Aber manche auch älter. Ist jetzt immer die Frage. Also tatsächlich würde ich dann so ein Epic hier nicht mehr drin lassen, wenn ich halt einen Helm finden würde im Laden, der auch einen Sockel hat. Dass man dann halt einen Stein reinballern kann. Also schleppt ihr die nicht zu lange mit, wenn es geht. Ja, Waffe, die ist recht aktuell, die ist ein bisschen älter, aber ja, passt. Also als Assassine kann man ruhig mal so eine Waffe mit reinnehmen. Eine von den beiden, die so eine geringe Spanne hat, ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ja. Die andere kann dann ruhig ein bisschen höher sein. Das wird ja eh summiert. Ja, also der Schaden im Prinzip von beiden Waffen wird ja genommen in der Berechnung. Und ich glaube, ich wollte eigentlich mal drauf achten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass tatsächlich dann die Waffe nicht so viel Schaden machen kann wie die. Ich glaube, das ist wurscht. Aber 100%ig weiß ich es nicht tatsächlich, muss ich auch sagen. So, kommen wir mal zu Olaf Scholz. Übrigens von den Gilden her sind alle noch dort, wo sie vorher waren. Das habe ich jetzt nicht so erwähnt, aber habe ich jetzt nachgeholt, kann man sagen. Olaf Scholz auch dementsprechend bei der 2. Legion unterwegs gewesen. Er war Level 173 und ist jetzt Level 187. Okay. 14 Level immerhin auch. SA, 5% fast. Lecker, lecker, Schmecker. Ich habe sogar jetzt schon über 70. Auch Valentinstags Epic. Bei ihm vielleicht nicht ein Slot dabei gewesen, hat er sich vielleicht reingepilzt. Könnte sein, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, hier geht's nach oben. Also klar, vom Rang her war er beim letzten Mal höher, aber trotzdem, das ist nicht so übel hier, wie er hier unterwegs ist, der Gudi. Und dementsprechend, Killer Merkel. Das ist halt auch, als 2. Legion auf jeden Fall eine sehr interessante Guild auf dem Server. Muss man mal wirklich mal einen Shoutout dalassen an der Stelle. Kommen wir zu Onka. Onka hat, wie ich sehen kann, auch einige Level gemacht. Der war nämlich 77. Ist jetzt 95. Ja, und hat 10% SA. Leute, das ist halt ein gutes Beispiel der Onka. Der macht es richtig. Für das Level wirklich gut. Auch 10%, wie gesagt, SA on top. Ist sogar auch full gemmed. Leider kein Epic, außer die Waffe. Die Waffe ist, glaube ich, nicht ganz so alt. Wenn ich das so richtig sehe. Also solide, klar. Ist jetzt bei weitem noch nicht irgendwo in einem Bereich. Aber weiter so, weiter so. Ich will dich mal in 2 Jahren auf dem Server sehen. Also das
Ist schön, gefällt mir, sehr gut. Bei Goldregen übrigens nach wie vor dabei der Onka. Also das ist auch schön. Kommen wir mal zu Recall. Wirklich einen der Top-Spieler auf diesem Server. Ja, bei ihm sind auch ein paar Level gegangen. Natürlich nicht mehr ganz so viel. Trotzdem auch 17. Nee, doch 17 von 259. Und das freut mich auch, dass er SA auch hochgekommen ist, fast 3% immerhin gemacht. Er muss ja oben dran bleiben. Ne? Wenn er da oben jetzt sich festlegen will, muss er einiges reißen. Wir sehen hier jetzt wahrscheinlich relativ alles aktuelle Epics. Er nutzt auch den Schmied. Wir sehen auch 16% Schaden auf beiden Waffen. Das übrigens hier würde ich versuchen. Also, ja, jetzt ist das Epic-Event vorbei, aber du kannst ja auch bei normalen Waffen gucken. Es geht jetzt ja bald los, dass die Gegner ja Widerstände haben, Elementarwiderstände. Vielleicht ist es ist auch jetzt schon wahrscheinlich der Fall. Im Licht-Dungeon. Ich würde dann darauf achten, dass eine Waffe wenigstens einen anderen Elementschaden hat. Ne? Also, wenn ich jetzt hier Fire habe, würde ich dann hier Kälte oder Blitz nehmen, weil dann kann man immer wechseln. Und das finde ich beim Assassin eigentlich ganz gut, dass man keine Waffe im Inventar braucht und immer Ruhen tauschen muss. Und man kann einfach die Waffe wechseln. Also guck mal, Recall, dass du das dir auf jeden Fall auch offenbarst und dafür vielleicht den einen oder anderen Pilz auch mal ausgibst, wenn es für dich im Dungeon relevant ist. Ja. Ich weiß jetzt nicht, bei welchem Dungeon er steht. Ne? Also deshalb kann auch sein, dass die noch nicht schaffbar sind, dann wäre es wurscht. Aber irgendwann kommt der Moment, wo man drauf achten muss. Genauso wie natürlich dann auch später in der Schattenwelt. Aber Recall hier, toi toi toi, Assassin Power, Assassin Love. Love. So, dann kommen wir mal zu Schaufler. Schaufler hat auch einige Level gemacht, wie ich sehe. Von 203 auf 235, ja, an der Stelle. Auch ein Referenzstar, der bald in die Top 100 geht. Bei den Pilzen Harzan war er gewesen, ist der Erste, der die Gilde gewechselt hat, aber in die 2. Legion. Wie gesagt, 2. Legion ist eine ambitionierte, starke Gilde. Kann durchaus sein, dass deshalb ein Wechsel zustande gekommen ist. Ich glaube, die Pilze in Harzan waren jetzt im Vergleich nicht so weit oben. Aber man muss immer gucken, man kennt ja die Hintergründe nicht. Ja, Schaufler hier, Magier, geht voll auf Damage, kann man fast sagen. Also jetzt nicht zwingenderweise von den Skills, aber er hat halt rein Intelligenzstein, das finde ich okay. Jetzt gibt es noch nicht dieses Glas-Cannon-Momentum so in der Art. Er ist ja auch gar kein Magier. Habe ich gerade Magier? Habe ich gesagt, er ist Magier? Ne, er ist ja natürlich Druide. Ja, dann umso mehr. Geh auf Schaden. Er weicht ja eh aus. Ja, geh auf Damage. Ist nice. SA Nor. Auch fast 5% immerhin dabei. Auch hier sehen wir grob alles aktuelle Epics. Gürtel ist ein bisschen älter. No. Hier, genau, er hat ja irgendwas mit der Arena Manager gemeint, dass er den vollkommen verpennt hat. Ich weiß gar nicht, beim letzten Mal hat er da überhaupt... Ach nee, da hat er gar nichts drin gehabt. Stimmt. Da hat er gar keine Runen drin gehabt. Und jetzt hat er immerhin schon 3% Schaden. Runde. Es kann jetzt sein, also, ne, das geht ja dann relativ schnell, wenn man den Arena Manager sogar pilzt. Kann natürlich sein, dass deshalb dann noch ein paar Dungeons dann fallen. Ne? Wenn man dann noch plötzlich 10% mehr Schaden hat, Elementarschaden hat, kann sich das nochmal auf die Dungeons auswirken in diesem Levelbereich, wo er jetzt ist. Also, ne, dementsprechend denke ich, dass er beim nächsten Mal auch wieder ein paar Level gemacht hat. Könnte ich mir vorstellen. So, schauen wir mal weiter. Shaco, wo ist er? Shaco war 128. Ist jetzt 134. Hat 1,5% SA gemacht. Hat Valentinstags Epic Glück bekommen. Ja, Shaco spielt es jetzt relativ entspannt hier, denke ich. Hier steht es auch seit 5.2. Free-to-Play. Das erklärt natürlich auch ein bisschen was, weil die letzte Mal haben wir ja am 8. geguckt, da waren ja noch ein paar Pilze dazwischen. Jetzt halt nicht mehr. Okay, das erklärt es. Das erklärt auch, warum das SA jetzt nicht viel größer geworden ist. Aber er hatte eine gute Basis. Ja, und als Berserker kannst du immer Free Tries geben in den Dungeons. Es kann immer mal sein, dass dann einer fällt.
Ist natürlich interessant, jetzt auf Free-to-Play umzusteigen, wenn man vorher gepilzt hat. Ich kann mir das sehr schwierig vorstellen. Ich wünsche dir, dass du das schaffst, Schako. Verliere auf jeden Fall nicht die Lust und Laune an dieser Geschichte. Kommen wir mal zu einem weiteren Top-Reference, Sir Daviel. Zweite Legion, ja, schon immer dabei. 236 auf 260 hochgekommen. Das heißt, Krieger, wir sehen hier auch alles sehr aktuell. Epics gut, die Schuhe nicht ganz, aber er immerhin hier auch schon 10% Schadensbonus. Ja, das macht schon einiges aus. Skills sind auch sehr gut bei ihm. Also definitiv Top-Char SA hat er auch 4% fast gemacht. Also 3 auf jeden Fall. Ja, läuft. Sir Daviel, Chapeau. Weiter so. Weiter so. Und jetzt Telco. Wie sieht es bei Telco aus? Telco 12 Level gemacht. Telco hat knapp fast 1% in USA. Ist ja auch Assassine, Telco. Du schreibst, du machst das ganz entspannt. Aber schlaf nicht ein. Nein, ist alles gut. Ja, man muss gucken, wo die Reise hingeht, ne? Bei dir ist klar, dass der Char prinzipiell gut aussieht, ja. Du hast doch ein paar aktuelle Epics hier drin. Also von der Werte her sieht es sogar ganz krass aus. Steine überall drin. Aber SA muss doch noch besser werden können. Bitte mach es. Mach das SA. So, und jetzt, Torpedo. Hat sich angemeldet, hat seinen Namen reingeschrieben, ist ein YouTuber, ich glaube, weiß gar nicht, ungarisch? Ich weiß es nicht. Oder tschechisch, irgendwie in die Warte, deshalb, also Untertitel sind ja am Start, Subtitles are on the road. Ich weiß nicht, ob er gesponsert ist. Ich würde jetzt mal sagen, nein. Aber das ist auch wurscht. Torpedo kämpft um Rang 1 auf diesem Char. Er ist jetzt neu dabei. 84% hat er SA im Moment. Goldener Rahmen ist natürlich am Start. Epics sind aktuell. Wir sehen hier aber auch nur in Anführungsstrichen 8% Schadensbonus. Also da hat er wahrscheinlich nicht so viele Pilze investiert. Und da hat er natürlich hinten raus noch Vorteile gegenüber anderen Spielern möglicherweise, also wenn er dann Dungeons nachzieht. Ansonsten sieht es schon sehr pilzintensiv aus, der Char. Aber der Arena-Manager, der ist sehr pilzintensiv, aber er bringt dann halt auch viele Vorteile im Early Game, muss man mal so sagen. Ja, also mal gucken, ob Torpedo der erste Char hier wird mit Level 300. Wir gucken gleich nochmal in die Ehrenhalle rein, denn da gibt es noch jemand anderen, glaube ich, der ihm da den Platz streitig machen kann. Vorher gucken wir aber noch auf Trivo. Wo ist denn der Trivo jetzt hier? Trivo war beim letzten Mal natürlich schon dabei. Bei den Pilzen in Hearthstone 232, jetzt ist er 236. Auch Assassin Power. Hier sind jetzt anscheinend keine Dungeons gefallen mehr. SA ist jetzt auch nur minimal besser geworden. Im Level nicht wirklich weit vorangekommen, trotzdem viele Epics besorgt. Hier ist das gleiche Problem, wie wir das bei Schaufler hatten. Er hat überhaupt gar keinen Schadensbonus. Also ich glaube, dass tatsächlich, ich hoffe nicht, dass jetzt mega viele Pilze in Dungeon Trials gesteckt wurden. Denn bei dem Level ist es schon schwierig ohne Elementarschaden. Da ist er eigentlich sehr essentiell, der Elementarschaden. Auch genauso wie Lebensbonus. Ne? Also Elementarschaden ist ja das eine, Lebensbonus ist das andere. Schaufler hat immerhin schon 1, 2, 3, 4% mehr Leben. Das ist außer Acht zu lassen. Ja, 4% bei 7 Millionen, das sind 280.000 HP, das kann mal einen Schlag ausmachen. Ja, also den man dann mehr überlebt. Es ist so ein bisschen schade dann, wenn man eigentlich einen relativ gut equipten Char sieht. Der hat ja auch hier den Schmied immer schön am Start. Hat alles voll Gems. Das sieht doch alles relativ gleichwertig aus aktuell. Ich hoffe wirklich nicht, dass du viele Dungeons versucht hast. Weil ohne dem Arena-Manager sollte man das wirklich dann eher auf Free-to-Rise beschränken. Ich hoffe, dass du nicht so viele Pilze reingesteckt hast in dem. Das wäre mir jetzt
eigentlich so wichtig. Stehen wir hier irgendwas? Nee, Trifo Live ist immer nur die einzige Info. So, und da kommen wir jetzt mal zu Vita. Vita war doch beim letzten Mal schon dabei. Also Nico Robin. Die Nico Robin. Von 185 auf 227. Okay, da ist ein bisschen was passiert. Und die Crew ist die Gilde. Die habe ich mir die beim letzten Mal angeguckt. Weiß ich gar nicht. Gucken wir jetzt mal rein. Die sind aktuell sogar Rang 2. Witzig. 21 Raids. Ja, also man kann jetzt noch nicht sagen, also nein, klar, die werden nicht zweiter Platz bleiben. Die Top-Gilden sind im Moment immer noch nicht durch die Raids durch. Dementsprechend wird sich das noch ein bisschen verändern, aber das ist natürlich immer geil, ja, wenn man in einer Gilde, okay, Asmo ist ja auch noch dabei, wenn man in einer Gilde ein hohes Level hat, die eigentlich schwächer ist. Ja, das freut immer die Leute, die halt mitspielen. Und ich finde es auch immer geil, relativ weit oben zu stehen, muss ich ganz ehrlich gestehen, ja, also das fühle ich. Wo waren wir denn jetzt hier? Er hat den Herzchenstab. Ja, also das ist natürlich dann für einen Magier sehr, sehr nice. SA ist ordentlich was gegangen. 6%. Epics alle. Naja, nicht ganz. Aktuell. Aber hier sehen wir auch schon Arena Manager. Hier 2% ruhen sogar schon auf Leben. Wiederum natürlich bedeutet das ja auch Alu-Equipment. Gold-Bonus, XP-Bonus. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also Arena Manager bringt halt extrem viel Vorteile. Und wenn man den gar nicht hat, dann stinkt man ab gegen den Rest. Ja, das ist leider so. Und auch Valentinstags Epic 3 Attribut 280. Das ist ja das neueste Epic vom neuesten hier bei ihr. Sehr nice. Cool. So, und last but not least mal wieder Shio. Also immer der Letzte. Aber nicht der Lieste. Letzte. Von 136 auf 149. SA. Ja, okay, jetzt wird es schwierig für ihn, das SA noch krass zu pushen. Also es ist über 1%. Er hat ja schon so ein hohes SA, da bin ich jetzt mal nicht derjenige, der sagt hier, oh, du musst dein SA machen, weil viel mehr geht halt gar nicht. Wir wissen, also wie viele Prozent Dungeons bei ihm sind und natürlich auch Spieler, die er vielleicht einfach nicht angreifen kann aus Zeitgründen. Wir sehen auch, einige Epics sind neu. 1, 2, 3, 4, die relativ neu sind. Die anderen sind älter. Ja, auch hier muss man dann irgendwann gucken, wie lange macht es Sinn, jetzt so ein Epic noch mitzuführen. Ja, weil 108 plus 108 sind 216 und wenn man jetzt hier sieht, man kann 264 in Stärke kriegen. Also ich denke mal, hier bei den Ringen und bei dem Extra kann es irgendwann mal sein, dass man das austauschen muss. Lustig, sogar er hier, Xiu, hat sogar schon Arena Manager, Schadensruhen und also, Rivo, bitte, mach es, tu es. Hau rein. Okay, dann gucken wir nochmal schnell in die Ehrenhalle, weil Torpedo wird von Members hier angegriffen. Es ist auch lustigerweise nicht die gleiche Gilde, also hier gibt es einen Zweikampf im Moment vom Level. Er ist halt auch Berserker, hebt sich ab, hat mehr Schadensbonus zum Beispiel, hat auch wahrscheinlich mehr Lebensbonus. 2%, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Er ist bei 14, also Members wahrscheinlich bei 15. Ja, der hat da Vorteile. Der hat da definitiv Vorteile. 419er Stein, 409. Schauen wir mal bei den Steinen. Auch dort hat Members ein paar kleine Vorteile. Das kann jetzt daran liegen, dass die Gilde vielleicht höhere Ritterhallenpunkte hat. 561 zu 65 zu 25, nee, ist gleich. Dann vielleicht die Mine bei ihm ein bisschen besser. Das würde ich sehen, wenn ich es mir auslese. Ist ein spannender Zweikampf und ich hoffe, das Video war auch spannend für euch. Es ist schon wieder so lange. Das Watch geht immer so lang. Das ist verrückt. Aber ich kann auch sagen, oh, das ist der Char, ja. Ciao. Ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, am besten positiv. Und da würde ich sagen, sehen wir uns. Ich will jetzt nicht versprechen, dass jede Woche ein Update kommt. Aber es wird ein Update dann auf jeden Fall kommen. Also, haut rein, macht es, tschüss und Servus.